Mein Projekt hat sich geändert. Was bedeutet das für dessen Abrechnung? Zunächst einmal musst du gucken, was genau sich geändert hat. Wenn es Zahlen sind und Gelder und sich dein Finanzierungsplan ändert, dann gilt es zu gucken, an welcher Stelle ändert sich das. Es ist nämlich so, dass einzelne Positionen im Finanzierungsplan nur bis zu 20% sich verändern können und abweichen dürfen. Hast du jetzt zum Beispiel den Fall, dass eine Künstlerin wegen Krankheit zum Beispiel ausfällt, du jemand anderen buchst und diese Person ein höheres Honorar verlangt, du aber jetzt auch keine andere Chance siehst, das zu kitten, als diese Person zu bekommen, du hast gute Gründe dafür und das übersteigt jetzt die Position Honorar, Künstlerhonorare um 20%, um mehr als 20%, dann musst du das mit der Person beim Förderer, bei der Förderinstitution, die deine Ansprechpartnerin ist, auf jeden Fall besprechen und überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, Mittel umzuwidmen, das heißt von einer Position auf die andere umzulegen innerhalb des Finanzierungsplans. Das hat mit der Fördersumme nichts zu tun, das hat nur etwas mit dem Aufbau des Finanzierungsplans zu tun und den einzelnen Positionen. Und man kann Gelder von einer Position auf die andere umwidmen. Das ist quasi ein einfacher, formloser Antrag, den man stellen muss per Mail, aber dann lässt sich sowas schnell kitten und besprechen. Wichtig ist Transparenz und Kommunikation mit der Förderinstitution und mit den Ansprechpartnern dort. Die werden es euch wirklich danken, weil wenn ihr das erst macht, wenn der Verwendungsnachweis geschrieben wird und das Projekt abgeschlossen ist, dann gibt es da nichts mehr zu kitten. Dann müssen Sie das Geld abziehen und das wollen Sie auf gar keinen Fall.